Alrighty, Guys, da sind wir auch schon wieder und wie ihr seht, ich habe den Fehler vom letzten Mal bereits korrigiert und die verbliebenen 4 Raffinerien aufgebaut, denn es war tatsächlich so, das war ein ganz dickes Förderband, also ein 480er für genau 4 Raffinerien. Habe im Safecam nochmal nachgeschaut, beziehungsweise habe in meinen Unterlagen, will ich das nicht nennen, aber in meinem Gekritzel irgendwo rausgefunden, dass wir noch die 4 Raffinerien übrig hatten und das Ganze dann, ja, mehr schlecht als recht eingebaut, aber ich weiß nicht, ich hätte es nicht anders hinbekommen. Ich habe das Ganze jetzt hier mal hingestellt, so als Standalone neben unser Hauptgebäude. Ich glaube, das ist auch gar nicht mal so schlimm, weil das ist sowieso asymmetrisch konstruiert, alles hier hinten mit dem Wasserturm und mit dem ganzen Kram. Das passt irgendwie schon so ein bisschen ins Bild, da mache ich mir jetzt keine Gedanken. Das ist soweit in Ordnung. Die dürften auch gleich vollgelaufen sein. Ihr seht, aktuell läuft es noch komplett, aber die Maschinen laufen gleich voll, haben noch keinen Ablauf. Das wird auch wahrscheinlich ein Problem für Zukunfts-NFS bleiben, wobei ich mir tatsächlich überlegt habe, dass wir hier unten eine Förderebene machen mit kleineren Containern. Das ist ja egal, das reicht ja vollkommen aus. Wir werden das ja mit den Schleppern beziehungsweise mit LKWs abtransportieren. Das heißt, wir können hier auch mit diesen kleineren Lagercontainern arbeiten, die dementsprechend hier, ich kann es ja gerade nicht bauen, so, die dementsprechend natürlich ein gutes Stück weniger Kapazität haben, aber das macht nichts. Wir haben ja unsere Versanddepots und alles, die bekomme ich nämlich hier unten hin, kann hier schön eine gerade Ebene noch drunter bauen, das Ganze dann in die einzelnen Container laufen lassen und von da aus so aufteilen, wie wir das gerne hätten. Ich glaube, das ist die beste Alternative und vor allem kann ich dann unsere Versanddepots von unten befüttern, denn von oben wird das schwierig. Ihr seht, hier hängen ja überall unsere ganzen Förderbänder rum. Insgesamt sind es, glaube ich, 20 Stück, die hier rumgurken. Das eine jetzt hier so ein bisschen off. Ich glaube, das hatte ich auch ein bisschen schief gebaut, oder? Ja, es könnte ein Tick, ja doch, ich glaube, ein Tick weiter runter müsste ich gehen. Das müssen wir nochmal korrigieren. Aber von oben wäre es quatschig. Also deswegen kommt alles runter. Das kommt mir eigentlich auch relativ gut in den Kram, weil ich damit ein gutes Stück besser arbeiten kann, wenn ich die Dinger jeweils nach, ich weiß gar nicht, wie viele Raffinerien zusammenpack, dann runterfahre und von unten weiter verbinde. Die Dinger müssen wir auch noch irgendwann wegmachen. Aber das ist alles nicht Thema der heutigen Folge. Heutige Folge wird Thema sein, die Bahnstrecke für die Kohle und noch mal so ein bisschen an der Fabrik rumwerkeln. Da habe ich auch schon ein bisschen was gemacht. Und ihr seht, ich habe schon mal was ausprobiert mit den Bahnhöfen. Das zeige ich euch gerade. Es ist nicht viel, was ich gemacht habe offscreen, denn ich habe auch noch mal 'ne Nacht drüber geschlafen jetzt und ich glaube, dass das hier nicht gut geht. Da bin ich ehrlich, Leute. Ich glaube, dass das nicht gut geht, einfach aus dem Grund, wenn wir hier 3 Züge reinfahren mit, die sind jetzt zwar nicht sonderlich lang, aber die müssen ja alle in diese 3 Bahnhöfe rein und alles via Doppelstrecke mehr oder weniger, also mit einem Gleis. Ich befürchte, dass sich das stauen wird. Also, ich bin mir fast sicher, dass sich das stauen wird. Und wenn sich dann das alles an der Kreuzung hier noch staut, wo wir sowieso schon eins, 2, 3, ich glaube 4 Züge fahren hier schon lang und dann noch mal 3, die sich dann gegebenenfalls an den Bahnhöfen stauen, beziehungsweise 2, der eine kommt ja von hier hinten, aber nichtsdestotrotz kann der halt für 'n Stau sorgen, dann haben wir ein Riesenproblem und dann stockt das Ganze hier nach und nach und die Dinger kommen, je nachdem, wenn die von der Länge her dann auch noch in das nächste Segment überlappen, dann geht hier gar nichts mehr, dann bleiben sie stehen. Das möchte ich eigentlich von Anfang an verhindern. Deswegen habe ich mir überlegt, wir könnten die Strecke, das ist ein Versuch, das kann jetzt natürlich auch komplett schief gehen, aber dass wir das alles mit einem Zug abfahren. Sprich, die 4 hier oben und die 3 hier unten, alles mit einem Zug, der dann quasi hier startet. Also ich fahre mal ein bisschen näher ran, damit man sieht. Der dann hier in dem Gebiet startet, der gurkt dann hier rum, geht dann hier unten in der Mitte durch unsere Fabrik, fährt dann hier hoch, lädt dann hier an der Stelle irgendwo, hier hinten läuft die Strecke, glaube ich, lang, und fährt dann zurück. Einmal hier unten rum, einmal dann hier hoch, lädt dann, also hier unten über diese Rampe hoch, lädt dann hier. Und dann ist die Frage, dann müsste er wahrscheinlich über die Rampe wieder zurück, weil ich glaube, hier hinten, das ist keine Rampe, die man gut befahren kann, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das schaue ich mir nochmal an. Da müssen wir jetzt ein bisschen denken. Und denken ist nicht gerade meine Stärke, muss ich gestehen. Singen, klatschen, tanzen war ich Klassenbester, aber denken ist nicht so ganz meine Sache. Wir müssen schauen, wir haben ja hier eine gewisse, ja, eine Füllmenge, eine maximal, die wir erreichen können. Und wir müssen ausgehen von einem dicken Förderband, das produziert ja 84 Watts pro Minute. Das heißt, das sind insgesamt 5, wir rechnen mit 5 Feldern, das macht es ein bisschen einfacher. Das heißt, wir haben pro Reihe hier haben wir 1 Minute Zeit, die der Zug dann brauchen darf, um noch mal hier zu sein. Das heißt, bis der Bahnhof vollgelaufen ist, haben wir hier 1 Minute, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wenn ich's richtig gezählt habe.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück. Ja, 9 und halt so ein bisschen Puffer. Also circa 9 Minuten. Das heißt, er muss jeden Bahnhof alle 9 Minuten anfahren. Und ich weiß nicht, ob das klappt mit den Verladezeiten an den Bahnhöfen, mit gegebenenfalls Streckenabschnitten, wo er langsamer fahren muss, wo er im Stau steht und so weiter und so fort. Weil pro Bahnhof, glaube ich, so eine Verladezeit von einer Minute kann man eigentlich fast rechnen. Ich möchte es trotzdem gern ausprobieren. Ich meine, die Strecken müssen wir so oder so bauen. Da geht kein Weg dran vorbei. Und dann probieren wir das einfach aus und den Bahnhof möchte ich dann auch hier hinten lang laufen lassen. Das heißt, wir bauen hier einen langen Bahnhof mit, mit 8 Waggons waren es, glaube ich. Also 8 Bahnsteige und dann fährt der Zug ja mit den 8 Waggons durch die Gegend. Das schauen wir, dass wir das heute irgendwie hinbekommen. Zweites, was wir nachdenken müssen, ist, dass wir die Lines ja schon mal gegebenenfalls balancen können, bevor wir die überhaupt hier in den Bahnhof fahren. Weil wir haben 3 Lines, die gehen auf. Das sind die 3 Nodes hier. Die haben 480, das ist kein Problem. Die anderen haben ja alle unterschiedliche Rates. Die haben alle 300 hier oben, die haben auch 300 und hier, also der Rest würde 300 haben. Plus, minus. Ähm, Das wird aber problematisch, weil wir das dann hier alles ja irgendwo aufsplitten müssen und mit jeder Line hier 480 Mats hochbekommen müssen. Irgendwie. Sprich, wir könnten vorher schon ein bisschen balancen, dass wir hier nur noch eine Line zu balancen haben. Die 3 bleiben unangetastet. Hier könnten wir ein Ding aufsplitten, in die beiden 300er reinlaufen. Dann haben wir hier schon mal 2 450er Lines. Und wir könnten das gleiche hier in etwa machen. 300 haben wir hier, 300 haben wir hier und hier jeweils 150. Das heißt, die gegebenenfalls hier auch schon mit reinlaufen lassen. Und dann hätten wir eine 300er, die wir aufteilen müssen. Oder wir lassen eine von den beiden, splitten wir hier schon auf und machen es genauso, wie wir es brauchen. Na, wisst ihr, was ich meine? Dass wir das vorher schon balancen, ich glaube, das könnte uns weiterhelfen. Denn ja, ihr seht, ich habe das Ganze auch schon fertig gebaut, mehr oder weniger. Also die Zulauflinien habe ich verbunden. Den Aufzug habe ich, glaube ich, auch schon gebaut. Die unterste Ebene hier, ich mache jetzt hier mal kurz was auf, weil ich ansonsten nicht mehr reinkomme. Ich weiß nicht, wie ich es gebaut habe, ehrlich gesagt. Irgendwo muss ich noch einen Zugang machen. Ähm, Die unterste Ebene habe ich schon alles rausgelöscht. Hier auf der untersten Ebene haben wir insgesamt nur noch 5 Stück, von der die letzte auf 50% läuft. Dann kommen wir genau auf unsere 88,5, also 7 mal die 12 und einmal dann die 4,5. Das heißt, für die 4,5 brauchen wir am Schluss eine Line, die insgesamt dann 4 mal 6 oder 1, 2, nee, 4 mal 4, nee, nur 40, also 160, 170, 180. Also eine Line mit 180 und der Rest, der gurkt komplett voll beladen darum. Und daraufhin würde ich es auch aufteilen, dass wir das Ganze dann von hier unten schön reinlaufen lassen können. Eisen ist kein Problem, Eisen können wir ja schon vorher reinlaufen lassen, beziehungsweise da sind die Lines hier hinten in der Eisenfabrik ja schon so aufgeteilt, dass wir da gar keine Probleme mit haben und das Ganze mit 480 durchläuft. Und hier müssen wir die Kohle vorher balancen. Und das wird auch eine Aufgabe der heutigen Folge werden, dass wir das zumindest bis auf eine Line komplett an den Bahnhöfen schon ausgebalanced bekommen, um dann hier keine weiteren Probleme zu haben. Und wir sparen uns auch, glaube ich, dadurch ein paar Waggons, so wie ich es jetzt geplant hätte. Wären wir bei 3, 6, 7, 8, 9, 10 Waggons. So brauchen wir nur noch insgesamt 8 Stück, glaube ich. 7, irgendwas war es an vollen Förderbändern. Und das gucken wir heute mal. Ich werde mich jetzt hinsetzen und werde die Strecken mal fertig bauen. Die hier wird relativ einfach sein. Die baue ich auch so. Für die treffen wir uns dann gleich wieder hier hinten hoch. Und ich gucke mir die Sache gerade mal noch an, ob wir hier von der anderen Seite nochmal runterfahren können. Wir würden von hier oben kommen, würden dann hier runterfahren. Wir gehen mal ganz kurz ganz nach oben. Ich hoffe, mein Treibstoff wird nicht reichen. Ich muss hier rein. So, jetzt aber. Einmal ganz hoch. Oh, einmal ganz hoch. Und dann gucken wir, kommen wir hier lang. Ja, hier ist so ein Durchgang. Hier ist so eine kleine Höhle. Wenn wir die Strecke ohne groß Fundamente bauen und dann halt wildwestmäßig da durchfahren, das könnte ganz cool werden, ehrlich gesagt, dass wir das vielleicht auch nur auf einem Gleis machen, weil da fährt ja auch erstmal kein Zug lang. Und wenn wir es brauchen, können wir da hinten trotzdem noch eine dicke Strecke machen oder halt eine Straße vielleicht sogar. Weil ich wüsste jetzt nicht, was wir von hier oben groß noch mit dem Zug fahren sollten. Wir haben ja hier nur noch die Sam-Node, wo ich noch gar nicht weiß, wofür wir die überhaupt brauchen. Und was hier hinten ist, sehe ich natürlich nicht. Mein Radarturm steht hier oben. Der geht nur bis, ihr seht, ich mache mal kurz den Radius an, hier. Der geht nur bis hierhin. Vielleicht baue ich noch einen Radarturm, aber zur Not können wir das hier mit einer Strecke noch machen. Dann bauen wir hier so eine Wald- und Wiesenstrecke einmal hoch.
ohne groß irgendwie Fundamente, Blaupausen, was auch immer, dass wir das einfach hier hinten haben. Dann kürzt das die ganze Strecke natürlich ein gutes Stück ab, dass wir dann von hier hinten vielleicht ausschließlich hochfahren. Dann würde es zwar noch weniger Sinn machen, weil wir dann keinen Kreis mehr fahren, sondern nur noch eine Linie quasi. Ja, doch, würde trotzdem gehen. Oder dass wir 2 Züge fahren lassen, aber das von hinten lohnt sich halt nicht mit einem Zug zu fahren. Das ist so eine Mini, ne, das sind drei Container. Vor allem kann ich's da nicht so gut balancen. Ich glaube, ich mache das doch. Ich gucke es mir an. Wir bauen erstmal das Ding hier fertig und dann schauen wir weiter. Okay, da sind wir wieder. War jetzt relativ easy. Wir sind hinten einfach durchgefahren und der Bahnhof wäre dann hier insgesamt 8 Dinger lang, also 3, die hier beladen werden und der Rest sind Füllstücke. Ne, ich glaube insgesamt 9 sogar. Denn 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, denn wir haben ja hinten noch einen Lok dran hängen. Deswegen habe ich hier noch das Füllstück, das vergesse ich ganz gerne, das letzte, aber es sieht einfach cleaner aus, wenn die letzte Lok dann auch noch mit dem Bahnhof ist. Ich habe ja auch noch mal einen Radarturm hingebaut, um zu gucken, was hier überhaupt in der Nähe ist. Wir haben hier ja sau viel Eisen. Hier oben ist ja dieses Staatsgebiet, hier ist dieser Wald, glaube ich, hier oben. Und mit den ganzen reinen Eisen-Nodes, hier haben wir noch reine Kupfer-Nodes, hier haben wir reine Kalkstein-Nodes. Das ist eigentlich, ja, wir müssen hier unten definitiv die Strecke dann weiterführen. Deswegen habe ich die auch hier, das ist jetzt einfach nur ein Dead End, aber die wird definitiv hier unten weitergehen. Das bietet sich halt einfach an. Und ich glaube, dass wir hier oben, also ich sehe hier nichts. Es kann natürlich sein, dass hier auch noch irgendwas ist. Ich habe der Radarturm hier, der reicht nur bis hier hinten hin. Der zweite Radarturm, der reicht nur bis hierhin. Also hier oben sehe ich nichts. Aber ich glaube, dass wir hier nicht unbedingt hochfahren müssen. Nicht mit dem Zug zumindest. Das wäre irgendwo Quatsch. Wir fahren hier unten lang definitiv. Wahrscheinlich komplett einmal durch bis später hinten in die Wüste. Das ist eine sinnvolle Strecke, die man wahrscheinlich auch nochmal mit einem, gegebenenfalls auch nochmal mit einer Straße auskleiden werden. Aber die ist relativ nice zu bauen, weil es auch sehr gerade ist. Das wird so eine Art Hauptstrecke, die machen wir vielleicht sogar ein bisschen breiter, vielleicht sogar mit 3 oder 4 Gleisen, mal schauen. Aber das wird wahrscheinlich so eine Hauptroute für die Biome zu verbinden. Und hier hoch sehe ich an der Stelle aktuell noch keinen Bedarf. Vielleicht müssen wir da später irgendwann mal durchfahren, vielleicht auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich könnte auch einfach auf der Map gucken. Ich weiß, auf der externen Map, aber ich finde es halt so irgendwie cooler zu spielen, ehrlich gesagt, wenn ich in-game mit der Ansicht bleibe. Deswegen glaube ich, versuche ich mich mal an so einem Förderturm, an so einem sehr hohen, dass wir den hier hinten bauen. Die Nodes liegen ja relativ nah an der Klippe. Die liegen ja alle mehr oder weniger hier oben, an dem kleinen Teilstück, dass wir die Strecke dann nach hier hinten erweitern und einmal nochmal zurückführen an unsere Hauptstrecke. Ich möchte jetzt hier, eigentlich möchte ich ungern mit dem Zug hier fahren, weil ich safe das mit den Weichen nicht. Wir fahren jetzt trotzdem einmal ein Stück zurück. So, pass auf. Das hier ist schon mal Quatsch. D. So, hat alles noch gereicht, keine Ahnung. Sehen wir gleich. Kann auch sein, dass wir jetzt einen Unfall bauen. Ich möchte einfach mal zurückfahren. Hier, das ist auch sauknapp, aber das passt schon. Das passt schon. Und dass wir vielleicht hier schon rüberfahren, wo ich anfangs die Strecke geplant hatte. Wisst ihr noch, diese meine wilde Strecke da, meine Balkenwiesen-Strecke, dass wir hier vielleicht direkt rüberfahren, hier uns ein bisschen durchschlängeln, dann hier hinten unter dem Ding durch. Das sollte eigentlich von der Höhe her alles passen und dann gegebenenfalls hier den Bahnhof lang bauen. Oder vielleicht sogar hier auf dem Depot. Und dann hier von hier oben von der Klippe aus mit so einem schönen großen Förderlift, den wir dann konstruieren, runterfahren. Das Ganze hier in den Bahnhof rein und dann hier hinten weiterfahren. Auf der Strecke zurück, einmal rund durchs Biom, dass wir schon eine Rundfahrt haben und auch mal unsere Strecke noch ein bisschen erweitern und nicht nur diese Mini-Strecke haben. Ich möchte das schon großteils mit dem Zug befahren, ab und zu halt nochmal eine Straße einbauen, wenn es von den Raids her absoluter Quatsch wäre, einen Zug zu bauen. Aber ich glaube, das könnte ganz cool werden, dass wir hier den Bahnhof hinbauen. Ich hoffe, vom World Grid her, dass wir hier irgendwie hinkommen. Wie sieht das denn? Ja, perfekt. Das bietet sich doch super an. Da können wir hier den Bahnhof bauen, hier nebendran die Strecke. Kann jetzt natürlich sein, dass wir hier an der Stelle einmal ein bisschen von der Höhe her uns verändern müssen, weil ich glaube, das passt dann nicht mehr. Das werden wir sehen. Hier haben wir die Geysire, die müssen wir auch irgendwann mal noch bebauen. Und dann hier hinten an der Strecke, die fährt ja relativ nah hier lang. Jawohl, hier vorne abzwacken, einmal rund. Und ich mache das jetzt mal. Ich versuche das jetzt einfach mal und dann gucken wir, wie es aussieht. Und fahren dann von hier unten die Kohle in einem schönen Turm runter und hoffen dann aufs Beste. Ja, das hier wird wahrscheinlich dann, also ich muss da ja einmal quer drüber fahren.
Ah, ob wir da jemals eine Straße brauchen werden, wage ich aber auch zu bezweifeln, denn an Nodes ist hier nichts mehr. Hier ist gar nichts. Alles bebaut, alles auch schon verbunden. Es wäre nur so eine kosmetische Sache, aber ich glaube, dass da brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Ich hoffe, dass es von der Höhe her passt und guck mal, dass ich das irgendwie hier hinbekomme, dass wir vielleicht auch durch diese Straße hier durchfahren können. Und da hinten durch den Canyon wäre auch eine Möglichkeit, dass wir hier lang fahren, hier hinten rum. Ja, das wäre vielleicht sogar einfacher. Ein Stück über 'n Fluss lang, muss nur hier von der Höhe her passen. Ich schaue es mir mal an und gucke, dass ich die Natur auch noch mal 'n bisschen besänftige. So, langsam aber sicher füllt sich unser Biom, auch mit den Strecken. Die Strecken habe ich jetzt fertig gebaut und dabei sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Einerseits, was ich sagen muss, die Strecke hier, der Zug hier fährt, die muss ich neu machen. Da muss ich umbauen, definitiv. Die ist mir einfach zu kurz. Der fährt ja nur von hier, dem Bahnhof, einmal kurz hier rüber und fährt dann direkt hier rein. Das ist ja eine Ministrecke. Das gefällt mir nicht so ganz. Was mir dabei auch nicht gefällt, ist, dass das Förderband hier, was ja eigentlich nur von hier aus in den Bahnhof läuft, um dann hier weiter zu transportieren, das läuft hier mitten durch und das das kostet einfach viel zu viel Bauplatz. Das gefällt mir nicht, das muss weg. Ich habe mir überlegt, dass wir den Bahnhof hier vielleicht noch mal also nur den rechten hier, noch mal komplett abreißen und dann den Zug, der diese ganzen Dinge einsammelt, der muss ja so bleiben, wie er ist. Also, wir brauchen einen Zug mit 6 Waggons. Die Waggons müssen auch an der richtigen Stelle sein, sonst müsste ich das ganze Ding hier drin noch mal umbauen. Das werde ich definitiv nicht machen. Dass wir das noch mal aufteilen, dass wir den Zug quasi hier lang fahren lassen. Einmal kann er dann hier was einsammeln, dann fährt er hier weiter. Wir werden das Ganze dann hier ein bisschen hochleiten. Mal gucken, ob wir das von der Strecke her hinbekommen. Vorher sammelt er hier noch ein bisschen Beton ein. Den können wir gegebenenfalls auch verbinden mit der unteren Node, dass die einmal rechts rüberläuft und der hier dann die beiden Nodes einsammelt, fährt dann hier hoch und sammelt dann hier oben die restlichen 3 Nodes ein. Das macht mehr Sinn, meiner Meinung nach. Generell macht es ja eigentlich schon Sinn, die Nodes zusammenlaufen zu lassen in einem Bahnhof. Dass wir müssen dann hier jetzt eins, 2, 3 Bahnhöfe bauen mit jeweils, also relativ lange Bahnhöfe mit 6 Stücken, die dann zum Teil nur eine Node einsammeln, aber das gefällt mir so nicht. Das ist einfach quatschig, diese Ministrecke hier mit dem Zug fahren zu lassen. Der blockiert mehr Strecke, als alles wert ist. Also das ist der erste Punkt. Das werde ich neu machen müssen irgendwie. Muss ich mir angucken, wie ich das mache. Zweiter Punkt, die neue Strecke, die ich gebaut habe, gefällt mir sehr gut. Die Höhe passt auch perfekt, muss ich sagen. Also ohne Höhenunterschiede bisher ausgekommen. Die schlängelt sich hier so ein bisschen durch, glitscht hier nirgendwo rum. Ich habe ja auch schon mal die 2 Geysire hingebaut, einfach, dass wir da mittendrin durchfahren. Das gefällt mir sehr gut. Problem hierbei war allerdings, ich musste den Bahnhof jetzt hier hinsetzen, werde ich nochmal abbauen. Der passt hier hinten nicht hin. Also ich komme mit den Strecken hier nicht so rund, dass der Bahnhof hier, der ist ja auch relativ lang, das sind 10 Blöcke insgesamt, als 10 Bahnhofsblöcke. Ähm, Ich kriege den hier nicht unter. Das funktioniert nicht. Ich müsste dann quasi mit dem Förderband von hier oben runter, müsste einmal quer hier rüber, um es in den Bahnhof zu stopfen, nur um von da dann hier hinzufahren. Das macht keinen Sinn. Das heißt, ich werde die Kohle wohl doch von oben runterfahren, indem wir hier die Rampe hochgehen und einen Zug bauen. Jetzt bleibt trotzdem die Frage, wie sieht es mit den Transportraten aus? Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Ähm, und zwar, ich bin schon hier am Bahnhof. Ich werde den Zug jetzt mal hier hinsetzen, so wie wir ihn brauchen. Das heißt, wir gehen hin, setzen hier eine Lok hin. Ja, so circa, nee, ich parke am besten hinten, also das passt nachher wieder nicht. Dann brauchen wir insgesamt 8 Waggons und dann noch eine Lok. Und dann fahren wir die Strecke einfach mal ab. Ich stoppe währenddessen die Zeit. Packe ich euch, glaube ich, eine Timelapse einfach rein, damit ihr die Strecke auch mal seht. Baue den so nah, wie es irgendwie geht. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und ganz hinten noch mal eine Lok hin. So. Und mit der fahren wir jetzt einmal rund und zwar brauchen wir vom Fahrplan her, erster Bahnhof wird der Bahnhof sein, in dem wir jetzt schon sind. Das ist Fenrei. Dann zweiter Bahnhof, der fährt dann hier rüber, fährt hier in diesen Bahnhof rein, Gare. Das ist der zweite, wo wir die Kohle beladen. Dann wäre der dritte Bahnhof, wäre der hier. Wie auch immer man das ausspricht. Zack. Und der letzte Bahnhof wäre dann unser Ausladebahnhof in Kiew. Das speichern wir so. Und wir fahren dann, würde ich sagen, jetzt mal los, gucken uns an, wie die Strecke dann ist. Ich stoppe währenddessen die Zeit, beziehungsweise schauen wir einfach an, wie lange die Aufnahme dann geht. Und dann entscheiden wir, wie wir es machen. Denn Möglichkeit ist ja, dass wir den Zug dann, je nachdem, wie lange der jetzt braucht,
trotzdem hier hinten hochfahren lassen, also alles in einem Zug machen oder einen zweiten Zug bauen, der nur von hier oben runterfährt in unsere Fabrik rein und trotzdem nur einen Bahnhof bauen. Das können wir im Doppelbahnhof machen. Ich habe das auch alles schon so gebaut. Hier die letzten 3 Waggons, die wir hier haben. Ich gehe ganz kurz noch mal raus aus dem Zug. Also die letzten 3 hier, 1, 2, 3, das sind die mit den vollen Förderbändern. Der läuft dann so an, dass wir hier hinten genau so ankommen, wie es sein soll. Also dass wir die abzwacken können im zweiten Zug theoretisch und dann zweiseitig in unseren Bahnhof reinfahren können. Also der Zug dann mit 3 Waggons weniger, fährt von der einen Seite rein, von hier hinten dann quasi. Und der Zug mit den 3 dicken Förderbändern, der fährt von der Seite rein hier rum. Und dann brauchen wir hier nichts umbauen. Es bleibt alles so, wie es ist. Ich müsste dann nur noch mal den einen Bahnhof abreißen, die Strecke hier hochbauen. Aber das alles schauen wir uns jetzt erstmal an. Vielleicht können wir es ja mit einem Zug fahren. Das wäre die Ideallösung. Das gucken wir jetzt. Wir starten den Autopiloten und fahren dann einmal die ganze Strecke ab. Und ich stoppe das Ganze von der Zeit, bis wir dann hier an der Stelle nochmal ankommen. Alrighty, also ziemlich genau 7 Minuten haben wir jetzt gebraucht für die Strecke mit etlichen Wartezeiten und ich habe gemerkt, ich muss da wirklich mit den Fahrtsignalen mal nochmal schauen. Ich glaube, ich habe oft mal Fahrtsignale, wo ich eigentlich gar keine Fahrtsignale brauche, denn ihr weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr das in der Aufnahme nicht so gut gesehen, weil es halt so stark beschleunigt war. Die Fahrtsignale springen ja immer erst dann auf Durchfahrt um, wenn der Zug dann in den vorherigen Block einfährt. Und das führt dazu, dass er relativ oft slowt, also dass er relativ oft bremst, obwohl er eigentlich noch gar nicht bremsen müsste. Ich muss schauen, dass ich die wirklich nur an den Stellen platziere, wo dann auch noch mit Gegenverkehr ist und so weiter. Ich denke, ich habe da einfach zu viele und ich habe generell auch zu viele Signale, glaube ich, auf den Strecken, vor allem wo wir jetzt keine 2 Züge fahren haben, ist das ja alles noch unnötig. Aber 2 Minuten hätte man noch Luft, 2 Minuten hätten wir Luft, um hier hochzufahren. Und ich glaube, ich versuche das einfach. Mir gefällt der Bahnhof. Ich meine, es fällt dann ja auch nochmal, der halt fällt ja mehr oder weniger weg und wird dadurch hier oben den ersetzt. Mir gefällt das nicht. Das ist mir zu kurz, die Strecke auch schon wieder. Das macht einfach keinen Sinn. Und vielleicht wäre es aber generell sinnvoller, das Ganze. Ja, weiß ich noch nicht. Hier hinten hatten wir halt das Problem, dass der hier gestoppt hat und dass die sich mehr oder weniger gegenseitig blockiert haben, weil die Züge zu lang waren und die Streckenabschnitte zu kurz. Den Betonzug werden wir sowieso aber nochmal neu bauen. Ich glaube, also ich werde auf jeden Fall, ich werde die Strecke hier hochbauen. Das hier machen wir wieder weg. Den Bahnhof, der kommt weg. Die Strecke an sich lasse ich, denn hier können wir gegebenenfalls noch ein bisschen was abändern, dass wir mit dem Kalksteinzug, den wir von hinten hier haben, dass wir doch noch einen anderen Bahnhof bauen. Denn wir haben hier auch nochmal 3 Nodes, die relativ nah beieinander sind. Das sind die hier. Die schicken wir per Förderband rüber, nur um es an dem Bahnhof hier abzutransportieren. Ich glaube, wir lassen den Bahnhof hier mit einem Halt und werden dann hier noch einen zweiten Bahnhof bauen. Das können wir dann an die Strecke hier anschließen. Wisst ihr, dass wir hier doch unter dem Ding hier durchfahren? So, den dann hier wieder auf die Strecke schicken, dass der von hier hinten kommt. Ich glaube, das macht Sinn. Ich glaube, das macht Sinn. Dass wir dann die Strecke hier geradeaus erweitern, weil ich ja schon gesagt habe, die Straße hier, die brauchen wir eigentlich nicht. Das ist Quatsch. Wir haben hier keine Mats, die wir irgendwie transportieren könnten. War also ein bisschen Umbauarbeit jetzt, aber das macht eigentlich nichts.
wisst ihr, dass wir hier dann einen Bahnhof hinstellen für die 3 Nodes. Das ist ja Käse, dass wir die hier rüberfahren und die eine Node dann, ne, das macht keinen großen Sinn. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, die Gleise hier ohne Probleme weiter abzuzwacken, wenn die Förderbänder hier alle weggefallen sind. Ne, weil aktuell haben wir ja Probleme, die hier durchzubekommen und dann hier hochzufahren. Ich versuche mich da jetzt einfach mal dran, das Ganze hier irgendwie sinnvoll hochzuschicken. Ich versuche es mal mit Fundamenten und so weiter. Weiß noch nicht so genau, ob das funktionieren wird, beziehungsweise wie das dann am Ende des Tages aussieht. Beziehungsweise Frage ist halt, ob das Sinn macht, hier mit Fundamenten zu arbeiten. Oder ob das überhaupt funktioniert. Die Strecke ist ja eigentlich dafür fast schon gemacht, hier hochzufahren. Und der World Grid wird uns hier auch nicht groß weiterhelfen. Ne? Wenn wir hier sehen, der ist hier. Boah, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Naja, ich setze mich mal dran. Ich gucke es mir mal an und schaue, ob ich das irgendwie hinbekomme. Wenn es gar nicht geht mit den Fundamenten, dann werden wir auch wenn wir eine andere Art von Design wieder machen. Vielleicht dann auch an der Stelle, wir haben ja schon Design. Wir haben hierfür ja schon Bahnstrecke Pfeiler rund, dass wir tatsächlich das Ding hier benutzen und die dann miteinander verbinden. Das würde sich, glaube ich, hier sogar noch mehr anbieten, oder? Wenn wir das mit dem Bauplan Auto verbinden machen und das dann hier schön hochschlängen, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Das muss ja nicht überall mit den Fundamenten gemacht werden. So kommen wir auch relativ schnell voran eigentlich. Und es erspart mir natürlich einen Haufen Arbeit, ist klar, aber ich denke mal so, oder? Oder? Können wir machen. Ist dann zwar nicht immer so genial von der Fahrt her, weil das dann doch ein bisschen, ja, das könnte man ein bisschen tiefer setzen dann eigentlich. Wir fangen mal hinten an. Werden das Ganze dann hier auf der gleichen Höhe lassen, vorerst mal. Das Stück so lang, wie es geht. Und wenn es nicht mehr geht, dann fahren wir hier weiter. Und zusätzlich haben wir hier die Höhle, die noch ins nächste Biom geht. Hier lang. Hier geht es ja direkt weiter. Wo stehen wir hier? Hier geht es unten drunter durch. Und dann kommen wir, ich glaube, das ist die Höhle, die ich davon angehe. Da kommen wir hier hinten raus. Und hier sind diese anderen Kohlenodes und so ein Kram. Und hier hinten sind unsere Kraftwerke irgendwo. Hier stehen die Kraftwerke, glaube ich, über dem Ding. Und hier kann man die Strecke auch noch relativ schön weiterfahren lassen. Allerdings auch so, dass wir halt nicht so ganz deutsch sind. Und die Strecke dann so fahren wie ja, ohne irgendwelche Höhenunterschiede. Mal gucken, mal gucken. Ich versuche das mal und dann gucken wir uns das Ganze gleich mal an, wie das denn, wie das denn hier aussieht und ob das denn so machbar ist. So, also erstes Teilstück habe ich schon mal gebaut. Das ging relativ fix. Das ist die Kalksteinstrecke, die wir dann hier neu machen. Wie gesagt, hier kommen dann insgesamt 3 von den Bahnhofsteilen nochmal weg. Der Zug fährt dann hier weiter, fährt hier lang. Die Förderbänder kommen auch wieder weg. Kommt dann hier in den Bahnhof, wo wir die 3 Lines, die hier, beziehungsweise die 3 Nodes, die sehr nah beieinander sind, die lassen wir hier in den Bahnhof reinlaufen. Der fährt dann hier unten schön durch, hier hinten über unsere neue Strecke und dann hinten weiter, bis er hier dann in unsere große Betonfabrik reinfährt. Das ist das erste Teil. Beim zweiten bin ich jetzt dabei, wobei ich gemerkt habe, ich muss hier doch eine andere Blaupause verwenden, denn die macht keinen großen Sinn, die ist ja gerade. Ich muss hier schon irgendwie eine Schräge reinbringen, denn ja, also man sieht schon, die Line sieht ein bisschen weird aus und spätestens, wenn ich hier an den Punkt ankomme, wo es dann richtig steil wird, habe ich das Problem, dass also die Schienen werden einfach zu steil. Entweder ich müsste es ganz ohne Grundpfeiler machen, das möchte ich aber auch nicht. Ich möchte da schon zwischendrin zumindest irgendein Teilstück haben, dass es hier halt halbwegs nach was aussieht. Heißt, wir brauchen eine Blaupause, eine weitere. Und ja, ich glaube, da reicht auch der Einser-Designer. Da brauchen wir ja keine riesige Blaupause machen. Das Ganze muss einfach nur irgendwie mit einer Schräge gemacht werden. Und da ist halt die Problematik, dass wir da gar nicht so viele Auswahlmöglichkeiten haben. Also eine 2 Meter Rampe wäre wahrscheinlich schon ausreichend. Und viel mehr Auswahl habe ich hier auch nicht. Was soll ich denn hier noch groß machen? Das ist ein bisschen doof, finde ich, weil, ja, es ist halt klar, wir könnten noch das andere Ding hier nehmen, die Rahmenrampe hier. Glaube ich 4 Meter, oder? Ja, die ist 4 Meter. Aber die bringt uns ja auch nichts. Nur eine reine Rahmenrampe ist ja auch Quatsch. Wir brauchen ja sowieso die andere Rampe. Ähm,
Eine 4 Meter Rampe ist mir, glaube ich, zu steil an der Stelle, oder macht das mehr Sinn? Ne, die ist zu steil. Guck mal, die ist nix. Also, wir brauchen eine 2 Meter Rampe und ne, das war eine 1 Meter jetzt. Das war jetzt auch wieder Quatsch. Also, 2 Meter Rampe. Dann einfach stinknormal. Also, ich werde da jetzt nicht groß, die müssen eigentlich nur mittig sein. Wir hatten das ja bei dem Design auch so, oder? Wir hatten hier ja auch nur 2 Teile. Ja. Und dann müssen wir gucken. Ich glaube, dass wir die vielleicht, wenn wir die 2 nach oben, 2 Ticks nach oben machen und dann hier nochmal 2 Ticks nach unten, dann sollten wir die halbwegs gut verbinden können. Ich glaube, das ist so dann die minimale Länge, auf der es überhaupt geht. Hier nochmal das gleiche. Einmal hier und einmal hier. Ja, hier kann ich auch keine Lampen oder so irgendeinen Quatsch drin reinmachen. Das ist ja auch wieder von der Schräge her, passt das wieder nicht. Ich müsste es dann tricksen. Ja, wir könnten halt tatsächlich ähm, mit so einem Ding arbeiten, mit einem Metallträger. Und zwar in Diagonalform. Ja, wir müssen gucken. Warum macht er hier ungültige Platzierung? Muss ich das verstehen? Warum lässt er mich hier keinen Metallträger platzieren? Nirgendwo hier. Hier. Okay. So, und der müsste dann so laufen. Ich versuche das jetzt gerade mal. Machen wir so. Und dann können wir die Dinger ja auf den Metallträger setzen. So. Und dann gehen wir einfach noch ein Stück runter. Einen halben Meter. Und das geht wieder nicht. Teilweise überlappender Bauplandesigner. Ach so, ja. Wenn wir hier dann quasi einen Tick nach oben mache, dann würde es gehen. Machen wir mal so. So. Und so. Dann haben wir nur 3. Machen das hier wieder weg. So, dann ist das zumindest hier zwischen den einzelnen Strecken beleuchtet. Ja gut, das passt jetzt auch nicht, also wieder nicht so ganz. Kann ich das hier alignen dann? Ja, dann geht's. Das heißt, ich könnte es ja hier von hier aus machen. So. Haben wir jetzt wieder ein bisschen getrickst, aber das ist in Ordnung. So. Und so. Ja, der letzte wird nicht mehr gehen, wa? Dann müssen wir halt überlappen. Noch einmal so hier hin. Dann überlappen wir das Ganze, das ist auch kein Problem. Dann gibt es hier wenigstens, der ist ja sowieso schon richtig. Ne, das passt doch so, oder? Ja, perfekt. Perfekt, dann machen wir das doch so. Und speichern den dann ab in Schiene schräg. Und dann gucken wir, ob wir das Ganze hier mit Schiene schräg irgendwie hinbekommen. Das legen wir uns dann auf die 1. Neuer Versuch. Das hier war nix. Hier unten, das ist noch in Ordnung. Das kann man so lassen. Aber das erste Teilstück hier war schon Fail. Und das zweite war ein bisschen mehr Fail. Und das dritte ging dann schon gar nicht mehr. Das war dann ein super Fail. Die nochmal weg. Und dann machen wir uns das Ganze auch einfach. Wir gehen hier mit dem Auto verbinden Modus hin. Nee, das ist falsch rum. Ah. Der muss ja trotz allem so rum. So, glaube ich. Fahren wir das hier hoch. Fahren das hier rüber. Kann ich das jetzt hier so? Dann machen wir H wieder weg. Ja, perfekt. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Und dann gucken wir, dass möglichst wenig irgendwo durchglitscht. Dann setzen wir den ersten hier hin. Ich glaube, das sieht besser aus, oder? Das passt so. Und dann müssen wir gucken, dass wir das hier dann halt irgendwie später noch sinnvoll abstützen. Aber so können wir... Ja, ich baue das jetzt mal so. Oder das ist eigentlich... Die Kurve ist zu stark. Warte. Zu starke Kurve. Das ist jetzt viel rumprobieren. Ich mache es auch gleich wieder offscreen, keine Sorge. Ich möchte nur kurz hier so, glaube ich, und so. Ja, und dann nochmal auf H entkoppeln. Und dann das Ganze hier so smooth wie möglich irgendwie hier rauf machen. Ich würde sogar so erstmal ein kleines Teilstück. Das
connectet halt auch wieder nicht richtig, war. Das ist ein bisschen nervig. Ich muss zuerst drücken. Nee. Ah. Was habe ich jetzt? What have I done? Hauptplan Auto verbinden. Ja, wenn er es aber so nimmt, dann verbindet er ja nicht. Ich muss zuerst hochgehen. Dann machen wir so. Und dann geht's hier weiter. Also schön hier längs. Von mir aus auch mit relativ vielen Stücken. Und dann gucken wir mal, ob wir ganz oben irgendwie ankommen. Und da sind wir auch schon oben angekommen. Hier hinten sind die 3 Chrononotes. Ganz hier irgendwo. Hier ist eine und hier ist eine. Das heißt, wir müssen hier jetzt noch eine Höhe abpassen, auf der wir dann das Ganze quasi, wenn wir die Strecke weiterlaufen lassen wollen, dass wir nicht zu tief sind, dass wir hinten auch relativ gut weiterkommen. Und vielleicht habe ich die Strecke an Strom angeschlossen. Das ist die große Frage. Weil dann könnten wir versuchen, hier noch schnell einen Bahnhof einfach mal hinzustellen. Kriege ich den hier irgendwo hin? Einfach nur aufgrund des Stroms, den ich dann hier bekomme, kriege ich den hier irgendwie jetzt so fix mal angeschlossen. Ja, perfekt. Hat der Strom? Ist die Strecke? Nee, die Strecke ist nicht angeschlossen. Schade. Ah, blöd gemacht. Ich hätte sonst einen Radarturm gebaut, aber können wir ja trotzdem machen. Wir gehen sowieso gleich wieder runter. Also einmal hier einen Radarturm hin. Organisation ist der, glaub, ja. Dann können wir nämlich hier auch mal gucken, ob wir hier noch irgendwelche anderen Mats haben, die uns weiterhelfen würden. Später im weiteren Spielverlauf. Wie gesagt, hier muss ich gucken. Hier müssen wir abpassen mit den normalen Fundamenten. Können wir den World Grid abpassen. Aber warum? Ich bin ja am Bauen. Können wir hier ein World Grid abpassen, das Ganze fixieren, dann hochgehen, soweit wie wir möchten und von da aus dann quasi die Strecke weiterbauen, dass wir hier schön gerade nochmal kommen und nicht tausendfach umbauen müssen. Das machen wir aber später erst. Ich möchte das da erstmal noch verbinden. Ich zeige euch gerade mal die Strecke. Das ist jetzt nichts allzu Besonderes. Ich habe versucht, mehr oder weniger darauf zu achten, dass es gar nicht so steil ist und dass die Kurven auch relativ smooth sind. Ich denke, das geht aber halbwegs bei der Strecke hier. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Es ist schon steil. Deswegen bin ich auch der Ansicht, dass wir hier nur mit einem kleinen Zug fahren. Dass wir wirklich eine dedizierte Zuglinie von hier oben runter fahren. Denn anders würden wir mit einem halb voll beladenen Zug, also der schon insgesamt 4 Container randvoll hatten, einen so ein bisschen voll, würden wir hier hochfahren müssen. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Ich glaube, hier macht es mehr Sinn, eine dedizierte Linie zuzubauen mit einem leeren Zug, der dann hier hochfährt, ein voller Zug, der hier runterfährt. Ich glaube, da haben wir bedeutend weniger Probleme, was dann die Geschwindigkeiten, vor allem die Höhenunterschiede angeht, als wenn wir hier mit einem fast voll beladenen Zug mit 5 vollen Waggons hier hochfahren. Das ist, glaube ich, quatschig. Hier müssen wir jetzt gucken, ich muss den irgendwo anschließen. Habe dann wahrscheinlich nur das Problem, dass ich noch mindestens ein Signal bauen muss, oder? Ja, wir bauen das hier einfach mal hier hin, damit hier nichts schief geht. Ich möchte, dass die Züge hier weiterfahren, aber anscheinend hat das Signal hier nicht groß getriggert. Ne, scheint alles zu funktionieren. Und dann können wir uns nämlich, da wir oben jetzt Strom haben, können wir uns auch kurz angucken, wo der Radarturm hier noch Mats gefunden hat. Gar keine. Also wirklich, hier oben ist alles frei. Wir haben den Radarturm hier stehen. Der hat eine riesige Range. Und hier oben gibt es überhaupt nichts mehr an Mats. Null. Okay. Okay, also die Strecke wird dann wahrscheinlich wirklich nur für diesen einen Zug benutzt. Vielleicht machen wir mit dem Schwefel später noch irgendwas. Und mit der Kohle hier, da bin ich mir noch gar nicht sicher. Beziehungsweise gibt es ja auch später noch Bauxit und Uran und so ein Kram. Da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wo die Nodes sind. Vielleicht haben wir Glück und hier oben ist noch eine Node. Aber das wiederum auch Zukunftsthematik. Ich würde sagen, aber an der Stelle machen wir heute auch schon Schluss. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr von der neuen Strecke hier haltet. Ob wir das so beibelassen sollen. Ich finde es eigentlich ganz cool. Man kann es dann hier und da an ein paar Stellen vielleicht noch ein bisschen anpassen. Aber ich glaube, so eine eher freie Strecke in dem Fall macht mehr Sinn hier hoch, weil wir hier, wie gesagt, halt nur mit einem Zug lang fahren, wenn überhaupt. Und ja, lasst mir da gerne mal eure Meinung zu da und dann gucken wir, dass wir in der nächsten Folge das Ganze wirklich verbunden bekommen. Ich spare mir dann durch den Förderturm, baue den Bahnhof dann nochmal ab, wenn wir es so lassen.
und die Nodes werden definitiv an den Bahnhöfen schon gebalanced. Da habe ich mir auch schon Gedanken zu gemacht, sodass wir mit einem komplett gebalanceden Zug hier ankommen, also mit komplett gebalanceden Containern, die 1:1 dann hier reinlaufen können. Und im zweiten Schritt müssen wir dann natürlich auch noch den ganzen Eisenkram herbringen. Das wiederum machen wir ziemlich sicher per Fahrzeuge, denn ich möchte ja auch endlich mal eine Straße bauen und ein paar Straßenfahrzeuge haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao, ciao.